Ja, kann uns Geoengineering retten vor dem Klimawandel, der existiert und immer weiter voranschreitet? Daran gibt es ja tragischerweise keinen Zweifel. Inwieweit können wir ihnen mit herkömmlichen Ideen wie etwa dem Ausbau erneuerbarer Energien noch beikommen? Gar nicht mehr. Dafür ist es viel zu spät. Das sagen einige Expertinnen. Ihre Ansätze sind krass und kurios zugleich, denn sie wollen gezielt in das weltweite Klimageschehen eingreifen. Das Stichwort Geoengineering mit Hightech gegen den Klimawandel. Also ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht. Und ich beantworte die Frage, sind wir noch zu retten? Jetzt in Klicks um Science Fiction. Herzlich willkommen. Sonnenschirme im All oder künstliche Vulkanausbrüche, das sind nur zwei der vielen Ansätze des Forschungsbereiches namens Geoengineering. Gemeint sind damit gezielte Eingriffe der Menschen in das Klimageschehen. Wir haben hier ja schon ab und zu darüber berichtet, das Ziel, die Strahlungsbilanz der Erde zu beeinflussen oder die atmosphärische CO2-Konzentration zu senken, um den menschengemachten Klimawandel zu kompensieren oder zumindest abzuschwächen. Und die konkreten Ansätze und Projekte klingen nicht nur beim ersten Eindruck kurios und krass, sondern sie haben es echt in sich. Dabei sind die Diskussionen um das Geoengineering alles andere als neu. Vor allem in den 60er Jahren wurden viele Projektideen ins Spiel gebracht. Beispielsweise dachte man darüber nach, 10 Wasserstoffbomben unter dem Eismeer zu zünden. Der Dampf der Explosionswolke würde in der oberen Atmosphäre gefrieren und so die Wärmestrahlung reduzieren. Der erhoffte Effekt: eine Klimaverbesserung auf der gesamten Erde durch Veränderung der Luftzirkulation. Doch wirklich zu Ende gedacht sind solche Ideen meist nicht mehr als theoretische Konstrukte sind sie, und wie sollte es auch anders sein? Es gibt wohl kaum etwas Komplexeres als das weltweite Klimageschehen. Physik, Chemie und so weiter und so fort spielen da rein, und so waren und sind die tatsächlichen Auswirkungen der jeweiligen Projekte meist absolut nicht vorhersehbar. Und genau hier setzt die Kritik an. Werden bestehende Risiken ignoriert? Gefährden solche Ideen das gesamte Leben auf der Erde und untergraben sie die herkömmlichen Ansätze, Treibhausgasemissionen zu reduzieren? Bereits vor 10 Jahren hatte der Klimawissenschaftler Alan Robock eine Liste zu den Gefahren des Geoengineerings erstellt, und seine dort aufgeführten Risiken bezüglich Umwelt- und Klimasystem sind auch heute noch mehr als aktuell. Unvorstellbar seien die Folgen, die menschliches oder technisches Versagen mit sich bringen würden. Zudem befürchtet Robock, dass durch solche Projekte die Bereitschaft sinkt, CO2 durch andere Maßnahmen zu reduzieren. Zudem stellt er auch die Frage nach einer übernationalen Kontrolle, denn wer sonst könne ausschließen, dass die Ideen zu militärischen Zwecken missbraucht würden? Doch wie soll sich solch ein weltweites Kontrollgremium finden lassen, wenn doch einzelne Staaten Interessenskonflikte haben, die gegebenenfalls unvereinbar sind? Heißt im Klartext, welches Land darf bestimmen, wie warm es konkret werden soll, wie viel es regnen soll und wie viel Sonnenstunden es geben soll? Robock hat verschiedene Szenarien am Computer durchgespielt und errechnet, dass sich die globale Durchschnittstemperatur durch den Einsatz von Geoengineering tatsächlich senken lassen würde. Doch die Nebeneffekte sind fatal. Der Sommermonsun in Indien und China beispielsweise, der überlebenswichtig für die Bauern dort ist, würde beeinträchtigt. Es würde wohl weniger Regen dort fallen, und auch andere Geoengineering-Projekte würden wohl fatale Auswirkungen mit sich bringen. Dazu noch ein konkretes Beispiel. Ein Astronomie-Team der University of Arizona beschäftigt sich mit dem Themenbereich Geoengineering und will den Klimawandel auf der Erde bekämpfen, indem zwischen der Sonne und der Erde so etwas aufgespannt wird wie ein gigantischer Sonnenschirm. Konkret schlagen sie Siliziumscheiben vor, die die Einstrahlung der Sonne um knapp 2% reduzieren sollen. 16 Millionen dünne Siliziumscheiben müssten dafür mit Hilfe elektromagnetischer Kanonen ins All geschossen werden. An dem Punkt, wo sich die Anziehungskraft von Erde und Sonne aufheben, würden sie sich dann aufreihen und eine Art Sonnensegel bilden. Wow! Doch diese Idee steckt noch in den Kinderschuhen. Zum einen wäre dies natürlich mit gigantischen Kosten verbunden, zum anderen sind die Risiken auch da kaum abzuwägen. Modellrechnungen sagen voraus, dass sich die Tropen durch solch ein Projekt abkühlen könnten. Arktis und Antarktis könnten dagegen trotzdem wärmer werden. Und was würde solch ein Projekt dann bringen? Eine Menge Risiken, aber nicht einmal 100% Erfolg. Und falls
ihr jetzt denkt, dass nur eine kleine Zahl vielleicht etwas durchgedrehter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich mit diesem Thema, dem Thema des Geoengineerings beschäftigt, falsch gedacht. Selbst die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG hat schon im Mai 2013 ein entsprechendes Projekt in Angriff genommen. Doch auch hier mahnt man zur Zurückhaltung. In einer offiziellen Stellungnahme heißt es, dass die bisherige Forschung zu diesem Thema stark auf die technischen Möglichkeiten von Climate Engineering ausgerichtet war. Die Forschung sollte aber die wissenschaftlichen Grundlagen für eine Bewertung von Vor- und Nachteilen unterschiedlicher Maßnahmen des Climate Engineering schaffen. Dabei stellt das noch sehr beschränkte Wissen über mögliche unerwünschte Nebeneffekte eine wichtige Forschungslücke dar. Um diese zu schließen, müssten Forschungsteams aus verschiedenen Bereichen einbezogen werden, beispielsweise aus Politik, Ethik, Wirtschaft, Recht und Technik. Auch die Position der deutschen Bundesregierung zum Geoengineering ist klar. Man setze weiterhin auf Klimaschutz und die Minderung von Treibhausgasemissionen sowie ihre Anpassungsmaßnahmen. Konkrete Geoengineering-Projekte dagegen verfolge man nicht. Viele andere Regierungen dieser Welt haben dagegen noch nicht ihre offizielle Position zum Thema öffentlich gemacht. Doch auch in China beispielsweise forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit staatlicher Unterstützung dazu, wie sich das Klima, das durch Geoengineering verändert wurde, auswirken würde. Konkret sind hier noch keine Versuche im Freien geplant. Was das Geoengineering betrifft, halten die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch Regierungschefs dieser Erde aber für deutlich zu früh, solche Techniken tatsächlich umzusetzen. Sie seien zu wenig erforscht und die Auswirkungen zu krass. Dennoch steht auch fest, dass solche Ideen nicht gleich von vornherein als Mittel gegen die schlimmsten Folgen der globalen Erwärmung auszuschließen sind, sagt zum Beispiel auch David Keyes von der Harvard University, der seit 25 Jahren zum Themenfeld des Geoengineerings forscht. Er möchte Schwefeldioxid im großen Stil in die Stratosphäre sprühen, denn die Partikel könnten das Sonnenlicht im All reflektieren, sodass die Temperatur auf der Erde gesenkt würde. Diese Methode, das sogenannte Solar Radiation Management, ist also quasi ein künstlicher Vulkanausbruch. 1991 passierte dies auf natürliche Art und Weise, als ein philippinischer Vulkan 17 Millionen Tonnen Schwefelpartikel in die Stratosphäre schleuderte. Die Durchschnittstemperatur auf der Erde sank damals um knapp ein halbes Grad. David Keyes ist sich sicher, die bisherigen Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass eine kleine Menge wohldosiertes Geoengineering weniger riskant ist, als wenn wir es nicht machen. Die Mehrheit der Menschen auf der Welt würde davon profitieren. Aber natürlich müssen gleichzeitig die Treibhausgasemissionen reduziert werden, komme was wolle. Seine Methode sei kostengünstig, einige Milliarden Dollar pro Jahr werden angesetzt. Doch das eigentliche Problem wird damit nicht behoben. Die Treibhausgase in der Atmosphäre werden nicht weniger. Kritiker dieser Idee befürchten, dass durch diesen Ansatz die Ozonschicht beschädigt würde. Doch Keyes lässt sich nicht abbringen. Noch in diesem Jahr will er seine Idee erstmals in der Praxis umsetzen. Mit Hilfe eines Ballons will er in 25 Kilometern Höhe Partikel versprühen, etwa Schwefeldioxid und Aluminium. Dann will er zum einen erforschen, inwieweit diese tatsächlich die Ozonschicht angreifen. Zum anderen sollen Sensoren messen, wie stark die Partikel die Sonnenstrahlen reflektieren. Gefahren sieht er in seinem Vorhaben nicht. Die Auswirkungen des Experiments auf die Stratosphäre seien vergleichbar mit dem einminütigen Flug eines Passagierflugzeugs. Wenn ihr als Erste Neues zum Thema Geoengineering und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer bei WhatsApp, dafür gibt es hier einen Link. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video. Garantiert, ihr könnt dort direkt über mich in der Redaktion von Clixo mitmachen und mir Themen vorschlagen oder an Abstimmungen teilnehmen und mitbestimmen, was hier bei Clixo passiert. Der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Geoengineering gegen Klimawandel, da geht es konkret um CO2-Recycling. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.